In diesem Video zeige ich dir, wie du Produkte für POD-Seiten, also Print-on-Demand-Seiten, erstellst. Wir haben ja über das Print-on-Demand gesprochen, was das ist und vor allem auch, wie du das Ganze aufsetzen sollst, damit du auf verschiedenen Seiten verkaufen kannst. Jetzt müssen wir natürlich auch darüber sprechen, ja, wie erstellst du denn überhaupt die Produkte? Jetzt können wir irre lange Kurse darüber machen, gibt es auch und ja, kann man machen, aber wir machen es jetzt einfach mal im Kurzformat. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr darüber zu lernen. Das gleich vorab. Aber ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du Muster erstellst in Adobe Illustrator. Wir können das Ganze auch in Affinity Designer machen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Wir nehmen jetzt einmal Adobe Illustrator und ich zeige dir ganz genau, wie du ja Elemente auf dein Muster bekommst und daraus eins erstellst. Und das kannst du natürlich für 99% aller Produkte auf diesen Print-on-Demand-Seiten nehmen. Warum? Ja, diese Muster sind sogenannte Endlosmuster. Das heißt, sie werden so zusammengesetzt, dass sie beliebig vervielfältigt werden können und aneinandergereiht werden können. Und auf diese Art und Weise können die auch auf sehr, sehr große Produkte angewendet werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Bettdecke verkaufen möchtest oder einen Bettbezug, ist das natürlich sehr groß. Ne? Wenn du das am Computer erstellen müsstest, so wie es ist, dann wäre das schwierig, sagen wir es mal so, weil du ein riesiges Dokument hättest, womit das Computer natürlich auch umgehen müsste. Wenn wir ein Muster erstellen, kann das ja ziemlich klein sein, aber es kann aneinandergereiht werden und dementsprechend sieht man gar nicht, ob da jetzt ein viereckiges Teilchen ist oder 150 oder 500. Das ist völlig egal. Und das muss man aber richtig erstellen in Illustrator zum Beispiel, damit man das ja aneinander bekommt. Und das werden wir jetzt einmal machen. Dazu gehen wir an den Rechner und ich zeige dir, wie das funktioniert. Versprochen sind wir jetzt in Illustrator und zwar heute im Screensharing. Ich bin jetzt mal nicht mit im Bild, weil wir heute noch einen Gast dabei haben. Und das ist der Markus, das ist ein lieber Kollege und Freund und wir machen gemeinsam heute das Muster hier in Illustrator. Ich habe gedacht, es wäre mal schön, wenn du noch eine andere Sichtweise auf die Dinge bekommst und ja, vielleicht auch die eine oder andere Technik, weil es gibt ja immer ganz, ganz viele Wege, um nach Rom zu kommen. Und deswegen werden wir jetzt einmal das Ganze in Illustrator machen und in einem späteren Video auch noch in Affinity Designer. Und du siehst schon das Muster, was wir hier erstellen wollen. Das ist ein Boho-Design. Ein sogenanntes Boho-Design und das besteht aus ganz vielen einzelnen Elementen. Das Problem, was wir mit Mustern jetzt immer haben, ist, dass es rechts oftmals abgeschnitten ist und links wieder weitergehen muss oder das ganze Muster auch irgendwie funktionieren muss. Und das tut es natürlich nur, wenn man das vorher richtig einstellt. Ich zeige dir jetzt mal hier ein Beispiel. Hier unten haben wir hier zum Beispiel den Regenbogen. Und wenn ich den jetzt wieder ansetze, also wenn ich jetzt hier ein Stück Muster wieder drunter setze, dann muss natürlich hier die kleine Wolke von dem Regenbogen wieder erscheinen und das Ganze weiterführen. Oder hier oben muss dieses Muster, dieses Stück von dem Regenbogen, muss hier weiterkommen. Ja, und das muss halt einfach passen. Und das muss man in Illustrator richtig anlegen. Und ich übergebe jetzt mal den Markus, damit er dir zeigen kann, wie er die Dokumente einstellt und wie er das Muster aus einzelnen Stücken, aus einzelnen PNGs dazu macht. Ich versuche jetzt mal hoffentlich kluge Fragen zu stellen, damit du hier möglichst viel lernen kannst, weil es ist oftmals so, dass man ja quasi betriebsblind wird. Ne? Und deswegen machen wir das jetzt mal so im Team-Teaching. Und ich übergebe jetzt mal an den Markus. Ja, Moja, dann werden wir mal ein neues Dokument anlegen und dann gehe ich jetzt hier mal auf Datei neu und wir werden uns mal ein eigenes Dokument einstellen. Ja, wir nehmen das nämlich direkt für Redbubble. Wir haben ja über dieses Print-on-Demand gesprochen und wir wollen jetzt mal direkt für Print-on-Demand etwas erstellen. Und das hat natürlich immer eine besondere Größe. Jede Seite möchte was Eigenes haben, beziehungsweise oftmals kann man natürlich das ein Muster, was erstellt ist, auch so anpassen, dass man es auf verschiedenen Seiten verwenden kann. Wir erstellen jetzt einmal das, was Redbubble gerne hätte und das sind Pixel. Erstmal schon mal. Und die Pixel sollen 7632. Ja, einmal tippen, genau. Und dann in der Höhe 6480 haben. Genau, weil dann kann man alle Produkte, die man da hat, abdecken, ohne dass ich irgendwelche Lücken habe.
Ja, das kommt noch dazu, ne? Manchmal ist es so, wenn man das Muster jetzt zu klein macht, dann werden einem schlicht und einfach nicht alle Produkte angezeigt, ne? Dann kann man das Ganze zwar auf einem Hocker anlegen, aber man kann jetzt zum Beispiel ja keinen Duschvorhang machen oder keine Bettdecke oder sowas. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir das in der möglichst großen und richtigen Größe erstellen. Und natürlich auch immer in 300 dpi. Das ist aber hier auch schon eingestellt und dann klicken wir ja nur noch auf Erstellen, ne? Genau, wichtig wäre noch vielleicht der Farbmodus, das hierbei hier zu lassen, weil es ja in den professionellen Druck geht. Aber dann können wir auch schon auf Erstellen klicken. So, jetzt habe ich hier ein leeres Dokument und jetzt kann ich im Grunde anfangen, meine Elemente zu platzieren. Ich mache das jetzt hier mal mit Datei und Platzieren. Und dann habe ich hier schon meinen Ordner offen, den habe ich jetzt Rainbow genannt, und da sind einzelne Elemente drin. Und die kann ich jetzt hier, und ich mache das deswegen auf Platzieren und werde jetzt alle anwählen, weil das hat dann den Vorteil, da kann ich beim Platzieren schon gleich die Größe auswählen. Weil, als ich die Elemente erstellt habe, waren sie halt kleiner, als jetzt das Dokument ist. Ich mache jetzt mal Platzieren. Und ich könnte auch gleich sagen, verknüpfen. Wenn ich wollte, dann bleiben die halt auf der Platte, aber ich lasse es einfach hier so. Ich platziere die jetzt hier mal. Und jetzt, nun ja, kannst du sehen, ich habe jetzt hier halt das erste Element drin, 1 von 20. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, kann ich gleich das Element so aufziehen, wie ich es gerne hätte in der Größe. Willst du die Elemente nicht einfach erstmal so in den grauen Bereich schieben, also einfach erstmal wegschieben, damit wir noch dem Dokument einen Hintergrund geben können, oder machst du das direkt gleich? Das mache ich gleich hinterher auf einer eigenen Ebene. Ich habe hier unten die Ebenen und kann dann einfach die Ebenen. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich die Dimension so habe, wie ich die gerne hätte. So ungefähr etwas gleich groß. Weil das zweite Element ist zum Beispiel in Wirklichkeit viel größer. Und ich finde, das wird ein bisschen stören. Natürlich kann man die auch hier platzieren, ist überhaupt kein Problem. Kann sie also auch hier absetzen. Ja, das ist das Schöne an Illustrator, ne? Man kann die schön hin und her schieben. Also man kann wirklich hingehen und Elemente auf der Arbeitsfläche, auf dem weißen Bereich positionieren, aber auch einfach hier links, rechts, überall am Rand und sich die später reinholen. Ich finde das ganz praktisch immer. Genau, das ist also praktisch, kann man sich vorstellen wie ein Arbeitstisch. Und dann habe ich nur wie ein weißes Blatt meine Fläche und kann jetzt hier einfach meine Sachen ablegen. Und man sieht auch, dass der Zähler jetzt immer weiter runter geht. Also ich habe jetzt noch 11 Produkte. Wir haben hier einige Elemente und das ist auch eine gute Sache, ne? Also diese Elemente, es ist schön, wenn hinterher so eine Varietät, also Variantenreichtum quasi im Dokument ist, und deswegen haben wir das auch hier so gemacht. Also der Markus hat vorab ganz viele einzelne Elemente gezeichnet. Die sind natürlich alle erstellt und hier kommt das Interessante. Wie du die erstellst, bleibt natürlich dir überlassen. Du kannst die einmal malen, dann einscannen und digitalisieren. Du kannst die aber auch in Illustrator erstellen und dann abspeichern als PNG und dann wieder ins Dokument holen, wie hier geschehen. Also es gibt ganz viele Arten, wie du diese Elemente in dein Dokument bekommst. Du kannst natürlich auch einfach den Shortcut wählen und zu Design Cuts, Creative Market und Co. gehen und solche Elemente kaufen, ja, und dann eben deine Muster daraus erstellen. Das geht natürlich auch. Okay, jetzt geht's weiter mit unserem Muster. Genau, ich habe also Ihnen nur kurz erzählt, ich habe die also wirklich selbst gemalt und dann als PNG gespeichert. So kann ich die auch in anderen Programmen eventuell verwenden oder halt auch verkaufen, wenn ich möchte. So, jetzt habe ich hier meine Elemente und jetzt kann ich mal anfangen, hier die einfach irgendwie zu setzen, so wie mir das gefällt. Denkt noch bitte an den Hintergrund, dass wir den auch noch drin haben. Ja, aber den mache ich dann besser zum Schluss, weil, oder ich kann den auch jetzt machen, weil ich zeige das mal kurz, ich habe hier jetzt meine Ebenen. Und da sind jetzt alle Elemente drin. So, und jetzt könnte ich hier eine neue Ebene erstellen. Ja, und die habe ich jetzt hier oben drin. Und dann mache ich jetzt mal kurz. Ich könnte jetzt hier einfach einen Kasten nehmen und könnte ihn hier einfach hier rüberziehen. So, keine Angst, der ist jetzt oben drüber. Aber es spielt keine Rolle. Jetzt markiere ich den sozusagen und wähle jetzt hier einfach mit Doppelklick hier eine Farbe aus. So, jetzt sind wir hier schon fast im richtigen Bereich. So, okay. Und jetzt ziehe ich den einfach nach unten. So, und jetzt kann ich den noch sperren, wenn ich will.
Das kann Ja, ich mach hier das ruhig, machen. damit das Ganze nicht verrutscht, ne? Also wird das immer Genau. gesperrt. Ja. Jetzt ist sie praktisch nicht mehr anfassbar und das ist mir so oft früher passiert. Ja, und jetzt sieht man hier auch, ist ein Verbotszeichen. Da kann also nichts mehr passieren. Jetzt muss ich also erst wieder diese Ebene hier anklicken. Das heißt, ich arbeite jetzt auf dieser Ebene wieder. Jetzt sind die alle markiert, will ich aber jetzt in dem Fall nicht. Also gehe ich jetzt erstmal wieder hier drauf. So, und jetzt kann ich hier schön meine Elemente wieder setzen, wie ich das gerne hätte. Ja, ich fange jetzt mal an, einfach hier mal mit einem Regenbogen und setze jetzt hier mal hier ein Wölkchen rein. Jetzt kann ich hier unten die Ecken anfassen. Jetzt muss ich hier die linke Maustaste drücken. Entschuldigung, die linke Shift-Taste drücken. Sonst kann ich mich hier leider so nicht proportional vergrößern, will ich aber nicht. So. Und duplizieren gehe ich jetzt mit Optionstaste auf dem Mac. Und jetzt kann ich hier halt so eine zweite schöne Wolke anmachen. So. Und jetzt habe ich mir den Vorteil, dass ich die Ebene hier gesperrt habe, könnte ich jetzt alle markieren. Und jetzt kann ich die halt schön hier verschieben. So, jetzt nehmen wir unseren Herz mal hier rein und machen das auch wieder kleiner. Immer schön mit der Umschalttaste größer und kleiner ziehen. Wir wollen jetzt mal so ein Look and Feel haben, dass im Prinzip alle Elemente in die Hand genommen wurden und alles auf das Dokument draufgepurzelt ist. Also das soll von oben nach unten, von rechts nach links, von der Seite, keine Ahnung. Also die sollen wirklich so richtig gepurzelt aussehen. Also der Regenbogen, der muss auch nicht gerade da sein, sondern der kann auch einfach ein bisschen schräg sein. Ja? Kannst du den markieren und dann ein bisschen drehen, auch kein Problem. Also es geht jetzt wirklich einfach erstmal darum, ein schönes Muster mit der ganzen Sache zu erstellen. Natürlich gehört dazu auch, dass sich Elemente wiederholen, natürlich. Genau, ich habe jetzt also auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, habe ich gerade das Problem, jetzt habe ich den hier einzeln gehabt, mache ich mal Command Z und jetzt mache ich mir da schnell eine Gruppe draus. Also wenn Elemente immer zusammenbleiben sollen, dann markierst du sie einfach alle und machst daraus eine Gruppe. Und dann klickst du mit der rechten Maustaste und sagst Gruppieren oder Command G ist ebenfalls, dann hast du eine Gruppe und das Ganze bleibt für immer zusammen. Markus, vielleicht kannst du einmal zeigen, wie man eine Gruppe macht. Ja, die Gruppe macht man, indem man die Objekte markiert, zusammen so. Und dann drücke ich jetzt Command G drücken. Dann wird daraus eine Gruppe, ich kann es noch kurz hier zeigen. Beim Regenbogen hier, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sieht man hier oben jetzt, ist eine Gruppe entstanden. Da sind alle drei Elemente drin, die beiden Wolken und der Regenbogen. Ja, dann kann ich die mal zusammen verschieben. Ja. Ja, dann wollen wir erstmal weiter platzieren. Ich wollte jetzt hier eben nochmal drehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf eine Ecke gehe, dann kann ich den Regenbogen auch drehen, wenn ich will. Und frei nach Schnauze. Und ja, ich versuche jetzt erstmal hier alles so ein bisschen drauf zu machen. Vielleicht alles nicht ganz so groß, weil wir wollen ja noch schließlich nachher ein Muster haben. Und ich finde auch, ist gar nicht so wichtig, dass es jetzt zu 1000% gerade ist, weil es soll ja ein individuelles Muster sein. Und es dauert auch manchmal ein bisschen, bis man die richtigen Positionen gefunden hat. Ja, dafür solltest du dir jetzt wirklich Zeit nehmen. Also ein Muster ist nicht mal eben gemacht. Ich weiß, es sieht oft so aus, ne? Sind einfach nur ein paar Elemente irgendwie auf dem Dokument platziert und man denkt, ach, ja, das ist ja ganz schnell gemacht eigentlich, ne? Ja und nein, es ist, wenn man die Elemente schon hat, natürlich viel schneller gemacht, als wenn man sie erst alle erstellen muss. Aber letztendlich ist es so, dass das Ganze auch hinterher richtig schön aussehen muss. Und das dauert ein bisschen, bis das wiederum richtig gemacht und platziert wurde. Deswegen, ja, kann sein, dass das hier ein bisschen dauert, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wir wollen wir wollen ein schönes, einzigartiges Muster haben und vor allen Dingen ein Muster, was wir für verschiedene Produkte und auf verschiedenen Seiten nehmen können. Ja, du sprichst da was an, Monja. Ich habe zum Beispiel für die Elemente zu erstellen mein erstes Muster, ja, so sind schon mal 2-3 Stunden ins Land gegangen. Aber wie sagt man so schön, Entschuldigung, man sagt ja einmal für immer, ne? Genau. Und vor allen Dingen sind das gut investierte 2 Stunden, ne? Weil vor allen Dingen hast du da individuelle Elemente. Ne? Wir haben ja schon darüber gesprochen hier auf dem Kanal, wie das ist, wenn man etwas einkauft, also wenn man Elemente einkauft einfach und die dann benutzt. Ja, man macht dann wieder was Neues darauf und ja, es ist dann auch irgendwie einzigartig, aber es ist natürlich noch einzigartiger, wenn man es letztendlich selber macht, ne? Genau. So,
Ich habe jetzt gerade nochmal gezeigt, ich kann es da eben nochmal zeigen. Also ich kann jetzt ja auch Elemente spiegeln. Gehe jetzt ja einfach auf Objekt transformieren. Da kann ich mal sagen, spiegeln und kann hier auch den Winkel und sowas angeben. So, und jetzt gebe ich einfach nochmal den Platz hierbei. Und ja, jetzt habe ich hier meinen Regenbogen noch drin. Und habe hier zum Beispiel ich einen Lückenfüller. Da bin ich dann gleich mit einfach hier die Lückenfüller. Ja, diese Lückenfüller, die sind auch super, ne? Also die kleinen Striche, die du da hast, ist genau dasselbe, ne? Also man kann die natürlich auch aus der Gruppe rausnehmen und dann nochmal jeden Strich einzeln benutzen. Das ist, ja, das bleibt natürlich einem selber überlassen, was man da jetzt draus machen möchte. Ich glaube, wir kürzen das gleich ab und switchen rüber in das fertige Dokument, oder? Ja, genau. Ich will aber nur noch kurz eben zeigen, was eigentlich das Wichtigste überhaupt ist. Denn wenn ich so ein Muster erstellt habe, ich mache jetzt mal einfach hier die 2 Sachen rein, weil das ist ja die Stärke von Illustrator. Das, wie ich jetzt hieraus ein Muster mache, ich mache das mal einfach kurz. Nur kurz gegeben mit Optionen, gehe ich jetzt hier und mache also Option und Maus nach oben rollen, wenn ich da die Magic Maus habe. Jetzt markiere ich alle Elemente. So, und jetzt kommt für mich eigentlich der interessante Teil. Objekt, Muster erstellen. So, was jetzt passiert? Nun ja, guck mal, du kannst jetzt sehen, dass er angefangen hat, die Muster zu vervielfältigen in einem ganz bestimmten Schema. Du kannst also jetzt hier sagen, Raster und horizontal und vertikal verschieben. Und das ist die Stärke von Illustrator. Man kann jetzt nämlich sagen, horizontal versetzen, zum Beispiel jetzt auf 2/3. Das sorgt nämlich dafür, ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen größer, dass es nicht so, ja, wie soll ich sagen, so gleichmäßig aussieht. So, meine Aufgabe wäre jetzt noch, dass man hier die Sachen jetzt, die Lücken jetzt noch ausfüllen muss. Also eine Sache noch nebenbei, ganz wichtig, natürlich ist das Muster jetzt noch nicht fertig, ne? Du siehst hier, wie viele weiße Stellen hier sind und natürlich sieht das so nicht schön aus und natürlich ist das so nicht gedacht, ja? Also nur, um das einmal vorwegzunehmen. Ich mache jetzt noch einmal, zeige ich noch mal eben, jetzt sieht man, wenn ich das hier verschiebe, über den Rand, dass er automatisch nach unten geht und das unten auch macht. Und das ist halt die super Stärke davon. Ja, und da muss man jetzt mit seinen Lückenfüllern und so weiter und so lange basteln, hin und her schieben, dann kann man nämlich hier oben sagen, fertig. Und dann ist mein Muster im Grunde gebrauchsfertig. Und da können wir jetzt mal, ich mache jetzt mal abbrechen. Da kann ich mal hier umschalten. Ich habe nämlich mal schon eins fertig. Und im Grunde genommen ist das jetzt folgendermaßen, ich mache jetzt mal extra, das Muster löse ich jetzt nochmal auf. Also ich kann es auch jederzeit wieder bearbeiten, wenn ich das möchte. Ich klicke jetzt also hier drauf, doppelt. Und dann klicke ich jetzt einmal rein. Und jetzt sieht man im Grunde genau, ich kann das auch mal abschalten. Dann kann er auch die Kopien mal ausblenden. Also mal runterblenden, das sieht man mal. Also das sind meine Elemente, die ich gesetzt habe. Und das ist ja drum, was er automatisch ergänzt. Ja, wunderbar. Es sieht doch richtig gut aus. Ja, hier kann man das richtig schön sehen. Also man kann auch jetzt im Prinzip sehen, wenn man das jetzt etwas dichter haben möchte, hier zum Beispiel, ne, könnte ja sein, dass man hier noch so ein paar Lückenfüller reinpacken will, dann kann man das natürlich jetzt machen. Das kann man besonders schön sehen, wenn man in diesem Modus ist, dass man hier eben auch genau sehen kann, was fehlt hier noch und wie verhält sich das dann aufs gesamte Muster. Ne? Also wichtig ist immer, dass es hier von diesem Viereck ausgeht, ja, und alles, was du hier reinpackst in dieses Viereck, wiederholt sich drumherum sozusagen. Genau, die Stärke ist halt jetzt rauszutüfteln, den Versatz. Und da kann man hier wunderschön arbeiten. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich kann ja mal hier, hier sieht man ganz genau, wie schön das hier sich verschieben lässt und dann dupliziert wird. Und das Interessante ist jetzt, mache ich mal abbrechen, wenn ich dann auf Fertig drücken würde, ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt verschoben habe, aber ich habe es ja schon drin, dann zeige ich es mal kurz. Dann habe ich nämlich hier, ich lösche jetzt mal ganz extra hier, mache jetzt mal hier das Muster weg, so. Und jetzt mache ich mir einfach Folgendes, ich mache jetzt ziehe jetzt praktisch ein neues Rechteck auf und fülle das jetzt mit meinem Muster. Und wo hat er das Muster gespeichert? Eigentlich in den Farbpaletten. Da sieht man die Muster, die er gespeichert hat.
Da habe ich mal ein zweites ausprobiert und drittes ausprobiert. Und die werden als Farbfeld gespeichert und kann sie dann halt exportieren, wie ich sie halt brauche. Ja, und da kommt es noch drauf an, dass wir das noch einmal zeigen, wie wird denn jetzt exportiert. Also wir sind jetzt fertig mit unserem Muster, wir haben das richtig gesetzt, wir haben die Elemente alle richtig angeordnet, wir haben es überprüft und jetzt wird exportiert, weil wir brauchen es jetzt gleich für Redbubble, ne? Genau. Und da würde man jetzt einfach hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt hier hin und sage Datei exportieren als. So, und dann kann ich hier den Namen angeben. Hier unten gebe ich jetzt an, welches Dateiformat ich haben will. Wenn ich jetzt das Transparenz hätte, würde ich meinetwegen PNG nehmen. So nehme ich jetzt einfach mal ein JPEG. Und dann kann ich mir halt den Ordner aussuchen, wo ich das Ganze gespeichert haben will. Ich habe jetzt hier meinen Ordner Rainbow, da wo meine ganzen Elemente auch drin sind. Und könnte jetzt noch den Namen verändern, wenn ich wollte. Ja, und dann drücke ich einfach auf Exportieren. Dann fragt er mich noch, ob ich Farben behalten soll und die Auflösung. Die Auflösung spielt bei Redbubble zum Beispiel überhaupt keine Rolle, also die DPI-Zahl, weil es schon so groß angelegt ist, dass es nicht mehr ins Gewicht fällt. Es kann auch passieren, wenn du hier größer bist, Monja, dass dein Rechner einfach streikt und sagt, das ist mir zu groß, das kann ich gar nicht mehr verarbeiten. Okay, aber CMYK bleibt und Qualität Mittel, ist das auch in Ordnung oder sollen wir das wieder ein bisschen... Das kannst du auch lassen. Ich habe das jetzt immer auf Mittel gelassen, weil die Dateigröße schwillt dann auch sehr an. Also Mittel tut dem hier bei Woho sowieso nicht, tut dem hier gar nichts. Ich mache es mal einfach okay. Und da wird mein Dokument gespeichert. Und wenn wir jetzt mal in den Ordner gehen, schnell, da ist er. Und ich gehe jetzt mal hier auf Rainbow und mache ich mal linke Maus, also Leertaste drücken, dann sehe ich, ist mein Muster hier fertig und kann es jetzt bei Redbubble meinetwegen hochladen. Okay, eine Frage noch, du hast es jetzt als JPEG gespeichert. Ich würde mir das jetzt immer noch in der bearbeitbaren Datei abspeichern, also hier in dem Fall in der AI-Datei, dass ich die noch habe. Genau, das ist natürlich auch kein Problem, weil das Schöne ist immer in der AI-Datei selber ist nämlich dann auch wieder das Muster drin, was ich dann wieder bearbeiten kann. Also wenn ich jetzt glaube, ich muss das Muster wieder verändern, weil dann noch was nicht stimmt, dann gehe ich einfach in die Datei rein, klicke auf das Muster, Doppelklick, einmal hier rein und schon kann ich meine einzelnen Elemente, die man jetzt auch hier wieder sehen kann, hier, kann man die wieder bearbeiten. Also die AI-Datei hast du wie abgespeichert? Vielleicht kannst du das nochmal zeigen. Ja, genau. Also Datei normalerweise speichern. Ja, jetzt habe ich die aber ja schon abgelegt. Das heißt, ich werde es jetzt mal machen, speichern unter. So, und jetzt heißt die hier AI, also Rainbow AI. Gehe jetzt wieder auch in meinem Ordner rein. So, und sichern. So, jetzt lasse ich die Werte hier stehen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt das Muster wieder verändern will, eine Variation zum Beispiel, dann rufe ich mir die auf, sage Datei speichern unter, kann das Muster wieder aufrufen und kann meine beliebigen Änderungen machen. Wunderbar. Also noch eine ganz kurze Sache zum Abschluss. Man hat jetzt diesen beigefarbenen Hintergrund hier. Da wir jetzt die AI-Datei gespeichert haben, können wir unseren Kunden oder aber auch auf den Webseiten, auf denen wir das einstellen, etwas ganz Besonderes anbieten. Nämlich wir können ganz ohne Probleme mal eben schnell den Hintergrund ändern. Und es ist immer ganz gut, wenn wir eine Farbpalette haben, so wie wir sie hier ja auch erstellt haben, dass wir im Prinzip verschiedene Varianten von dem Muster anzeigen und einrichten können. Ja? Also mit anderen Worten, du kannst jetzt mal eben schnell den Hintergrund ändern oder du kannst auch natürlich die Farben der Elemente ändern, wenn nötig, und kannst dann noch einmal einen ganz anderen Look and Feel geben. Und dadurch, dass wir natürlich so viele verschiedene Elemente haben, können wir daraus im Prinzip eine komplette Kollektion machen. Heißt in dem Fall, dass wir hingehen können und das nochmal komplett anders anordnen können natürlich. Oder vielleicht auch nur ein oder zwei Elemente oder vielleicht auch nur den Regenbogen und einen Stern und ein Blatt. Oder ja, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, hier eine ganze Kollektion an Mustern zu erstellen. Genau, vielleicht sollte man auch erwähnen, dass man die Farben dieser fertigen Elemente jetzt nur ändern kann, indem ich das Muster wieder bearbeite. Also man kann jetzt hier die Farben der Elemente nicht ändern. Ich müsste wirklich hingehen und erst wieder mein Muster hier bearbeiten. Doppelklick. Und dann bin ich in der Lage, die einzelnen Elemente, die Farben zu ändern. Wenn das Muster aber fertig ist... Also du klickst das Element dann an. Sagen wir, du würdest jetzt den Stern anklicken. Vielleicht kannst du es einmal zeigen. Klar, kein Problem. Können wir eben mal Doppelklick drauf und jetzt kann ich den Stern anklicken
Ja, Und jetzt kann suchst man dann eine sehen, neue dass man Farbe hier aus. neue Farbe aus, ja. Hier habe ich mir auch eine Farbpalette angelegt, wo die Farben drin sind. Diese kleinen Dreiecke bedeuten, dass es also nicht global ist, sondern nur fürs Dokument gehörig. Und dann kann ich mir die Farbe halt, klicke jetzt hier einfach irgendwie drauf. So, und jetzt habe ich, wie du siehst, alle Farben hier ändern sich halt automatisch Ja, mit. ich wollte sagen, und praktischerweise werden natürlich alle Sterne jetzt nicht mehr in Gelb dargestellt, sondern eben in Grau oder in Rot, wie auch immer. Ja, Markus, ich danke dir für das sehr lehrreiche Video und wir sehen uns dann wieder in Affinity Designer und ja, zeigen das Ganze dann noch einmal. Ja, tschüss. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vor allen Dingen auch geholfen, nämlich Muster zu erstellen. Ja, das ist ja gar nicht so einfach, ne? Man kann vor allen Dingen auf ganz viele verschiedene Arten kleine Elemente oder Malereien für diese Muster erstellen, um diese dann wiederum als Muster zu erstellen. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema für sich, aber so funktioniert's. Du kannst Produkte kaufen bei Creative Market und Co. und kannst dir dann daraus Muster erstellen. Du kannst natürlich auch direkt Endlosmuster kaufen, aber wie gesagt, naja, das ist dann nicht so individuell. Besser ist wirklich, du machst deine eigenen Muster, lädst die auf diese Seiten hoch, suchst dir die Produkte aus, die du verkaufen möchtest und dann packst du das alles auf deine eigenen Webseite rein und ja, verkaufst von dort aus, beziehungsweise schickst die Leute dahin, damit du von dort verkaufen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!